Hallo liebe Häkelfreunde, dass nicht immer alles perfekt geometrisch sein muss, beweist dieses wellige Damenshirt für den extravaganten Modegeschmack. Durch das Zusammenspiel verschieden hoher Maschen entsteht ein asymmetrischer Eindruck, der gekonnt von möglichen Problemzonen ablenkt und dieses Shirt zu einem ganz besonderen Stück macht. Wenn es in euren Kleiderschrank einziehen soll, lade ich euch herzlich ein, das Shirt mit mir zu häkeln. Ihr könnt es in verschiedenen Größen nacharbeiten. Alle dazu benötigten Angaben findet ihr immer dann im Video, wenn sie benötigt werden. Das verwendete Material sowie Richtwerte zum Verbrauch findet ihr wie immer auf der Materialseite nach dem Intro. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Für dieses Shirt nehme ich die Wollbutt Primo Frida, die ist von Buttinette.at. Ich nehme zwei Farben. Diese Farbe heißt Apricot Moulin und diese Farbe heißt Rot Moulin. Ich schreibe euch natürlich auf die Materialseite die genauen Infos und wie viel ihr von jeder Farbe braucht. So ein Knäuel hat 50 Gramm und 125 Meter Lauflänge. Und ich beginne mit der roten Farbe und ich nehme für die Anschlagskette eine Häkelnadel Nummer 3,5 und dann steige ich auf eine Häkelnadel Nummer 4 um. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Wir machen zunächst einige Maschen im elastischen Anschlag. Die Maße und die Maschenzahlen folgen dann später. Ich häkle 2 Luftmaschen. Ich drehe die erste um, sodass ich in die Masche einstechen kann, so dass 2 Fäden oben sind und einer unten. Hole den Faden durch, ziehe ihn nur durch eine Masche durch und dann durch die restlichen 2. Ich steche in den Querfaden ein, das ist nur ein Faden, hole den Faden durch, Masche eine Schlaufe ab und dann die restlichen 2. In den Querfaden einstechen, den Faden durchholen, eine Schlaufe abmaschen und dann die restlichen 2. In den Querfaden einstechen, den Faden durchholen. Wir häkeln zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. Wir haben jetzt 4 Maschen gemacht und die Maschenzahl muss 2 Bedingungen erfüllen. Erstens, sie muss ungerade sein und zweitens, sie muss durch 3 teilbar sein. Was die Maße betrifft, die schreibe ich euch oben rechts in die Ecke. Und ich schreibe euch auch verwendbare Maschenzahlen hin. Ihr sucht euch die Maschenzahl aus, die eurem Maß für eure Größe am nächsten kommt. Und so lang häkeln wir
diese Anschlagskette. Und wenn ihr euer Maß sowie die richtige Maschenzahl erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe für meine Größe 87 feste Maschen angeschlagen. Das sind 3 mal 29 Maschen. Wenn ihr das Ganze lieber etwas weiter fallend wollt, nehmt ihr 6 Maschen mehr oder 12 Maschen mehr. Dies wird also eher figurbetonter. Und ihr habt eure Anzahl an Maschen, eine Zahl, die durch 3 teilbar ist und die ungerade ist und die eurem Maß entspricht. Und jetzt kippen wir das Ganze, sodass die schönen Maschen oben sind. Und ganz wichtig, damit dieses Maß auch wirklich erhalten bleibt und nicht schmäler wird, steige ich auf eine Häkelnadel Nummer 4 um. Und ich häkle eine Luftmasche, die dient nur dazu, um in die Höhe zu kommen, und häkle gleich in die erste Masche, wo diese Luftmasche herauskommt, eine feste Masche und häkle genau 1/3 meiner Maschenzahl in festen Maschen. Also die Zahl kann bei euch anders sein, bei mir sind es 29, 1/3 der Gesamtmaschenzahl. Und wenn ich meine 29 festen Maschen gehäkelt habe und ihr eure Anzahl, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 1/3 der Maschenzahl als feste Maschen gehäkelt. Das mittlere Drittel besteht aus halben Stäbchen. Das heißt, wir häkeln dieselbe Maschenzahl wie hier im ersten Drittel, jetzt im zweiten Drittel als halbe Stäbchen. Bei mir sind das wieder 29, ihr wisst eure Zahl, und wenn ihr die gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 1/3 feste Maschen, 1/3 halbe Stäbchen gehäkelt und über das letzte Drittel häkle ich Stäbchen, und zwar wieder dieselbe Anzahl wie bei den festen Maschen und bei den halben Stäbchen, also wieder 1/3, und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir haben das Muster jetzt eingeteilt: 1/3 feste Maschen, 1/3 halbe Stäbchen, 1/3 Stäbchen, und wir wenden die Arbeit und wir häkeln jetzt immer über die Stäbchen wieder Stäbchen, über die halben Stäbchen halbe Stäbchen, über die festen Maschen feste Maschen. Und bei den Stäbchen beginnen wir immer mit 3 Luftmaschen. Die zählen bereits als erstes Stäbchen. Damit ist diese erste Masche schon besetzt und wir starten auf dem nächsten Maschenkopf mit den normalen Stäbchen. Wir haben jetzt ein Ersatzstäbchen und 2 normale, und wir häkeln wieder dieselbe Anzahl Stäbchen wie in der Vorreihe, und wenn ihr dort angekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe auf jedes Stäbchen der Vorreihe ein Stäbchen gehäkelt, und weil der Übergang zu den halben Stäbchen und dann später zu den festen Maschen gar nicht so leicht zu erkennen ist, würde ich das so machen: Ich mache in den
letzten Maschenkopf, den ich gehäkelt habe, einen Maschenmarkierer hinein, also in den Kopf des letzten Stäbchens, und jetzt häkle ich meine Anzahl halbe Stäbchen, also wieder 1/3, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe das mittlere Drittel mit halbem Stäbchen gehäkelt und auch hier setze ich in den zuletzt gehäkelten Maschenkopf einen Maschenmarkierer hinein, und jetzt häkle ich das letzte Drittel mit festen Maschen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe das letzte Drittel mit festen Maschen gehäkelt. Ihr müsst immer darauf achten, dass die Maschenzahl insgesamt dieselbe bleibt und auch immer in jedem Drittel unverändert bleibt. Und wir wenden die Arbeit, und bei den festen Maschen mache ich immer eine steige Luftmasche und häkle dann in die erste Masche eine feste Masche. Und ich häkle bis zum Maschenmarkierer, und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe bis zum Maschenmarkierer gehäkelt. Nicht mehr in die Masche häkeln, wo der Maschenmarkierer drin ist, sondern nur bis zum Maschenmarkierer, dann habt ihr automatisch die richtige Zahl. Und wir nehmen den Markierer heraus und stecken ihn wieder in den Maschenkopf, den wir zuletzt gehäkelt haben. Dann häkeln wir im mittleren Drittel immer halbe Stäbchen. Ich zeige euch das noch einmal beim nächsten Maschenmarkierer. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin wieder beim Maschenmarkierer angekommen. Ich nehme ihn wieder heraus und stecke ihn in den zuletzt gehäkelten Maschenkopf, und ich häkle die Reihe zu Ende mit Stäbchen, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Am Ende der Reihe ist es ganz wichtig, dass ihr das letzte Stäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens aus der Vorreihe häkelt. Wenn ihr weiter unten einstecht, wird dieses Stäbchen zu kurz und mit der Zeit zieht sich der Rand zusammen. Es muss unbedingt die dritte Luftmasche sein. Und wir wenden wieder und wir häkeln weitere 4 Reihen. Immer über den Stäbchen Stäbchen, über den halben Stäbchen halbe Stäbchen, über den festen Maschen feste Maschen, bis wir 7 Reihen haben, ohne die Anschlagsreihe gezählt. Am leichtesten zählt ihr hier bei den Stäbchenreihen. Und wenn ihr 7 Reihen gehäkelt habt, ohne Anschlagsreihe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 7 Reihen gehäkelt, ohne die Anschlagsreihe. Am leichtesten zählt ihr hier bei den Stäbchen. Für die nächste Reihe brauchen wir die Maschenmarkierer nicht, deshalb habe ich sie herausgenommen. Und die nächste Reihe, die 8. Reihe des Mustersatzes, beginnt mit 4 Luftmaschen. 3 zählen als Stäbchen, eine ist für den Abstand. Damit ist das erste Stäbchen bereits besetzt. Das nächste lassen wir aus und häkeln ein Stäbchen, eine Luftmasche, eins auslassen,
ein Stäbchen, eine Luftmasche, eins auslassen, ein Stäbchen, und da wir alle eine ungerade Maschenzahl haben, geht sich das genau aus mit den Kästchen und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen. Wie gesagt, es muss sich genau so ausgehen, dass ihr auf der letzten Masche landet. Jetzt sieht das im Moment nicht wirklich schön aus. Ihr müsst Folgendes machen: die Kästchenreihe immer auseinanderziehen, die zieht immer ein bisschen zusammen. Das heißt, wir ziehen die Kästchen schön auseinander. Und jetzt häkeln wir eine Luftmasche, schneiden den roten Faden ab, ziehen ihn heraus und ziehen ihn fest. Wir wenden die Arbeit, nehmen uns die zweite Farbe und schlingen hier an, wo wir den Faden abgeschnitten haben. Hier stechen wir ins erste Stäbchen ein, in den Kopf, holen den Faden durch, machen einen einfachen Knoten, stechen in dieselbe Masche noch einmal ein, wo der Faden schon drin ist, holen den Faden durch und wir brauchen jetzt 1/3 Stäbchen, 1/3 halbe Stäbchen, 1/3 feste Maschen, also genau gegengleich, damit die Höhe ausgeglichen wird. Das heißt, wir häkeln zunächst 3 Luftmaschen, die zählen bereits als erstes Stäbchen, dann häkeln wir in jede Lücke ein Stäbchen und auf jedes Stäbchen ein Stäbchen, und in dieser Reihe müsst ihr mitzählen. Ihr wisst eure Anzahl pro Drittel und ihr häkelt 1/3 Stäbchen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe mein Drittelstäbchen gehäkelt und ich stecke mir jetzt wieder einen Maschenmarkierer in den zuletzt gehäkelten Maschenkopf. Dann häkle ich 1/3 halbe Stäbchen, auch hier darauf achten, immer 1 in die Lücke und 1 aufs Stäbchen. 1 in die Lücke, 1 aufs Stäbchen und wir häkeln wieder dieselbe Anzahl, nämlich 1/3 der Maschen, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 1/3 halbe Stäbchen gehäkelt und jetzt fehlt uns noch 1/3 feste Maschen, und zwar auch hier wieder eine feste Masche auf das Stäbchen, eine feste Masche in die Lücke, 1 aufs Stäbchen und eine in die Lücke, und zählt hier die Maschenzahl nach. Es muss wieder die Ausgangszahl erreicht werden und in jedem Drittel müssen gleich viele Maschen sein, und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, am Ende der Reihe beim letzten Kästchen häkeln wir eine feste Masche in die Lücke und dann schauen wir, welches die dritte Luftmasche ist, und in die häkeln wir die letzte feste Masche, damit auch hier ein schönes Kästchen entsteht. Und wir wenden die Arbeit und jetzt häkeln wir
genau gleich wie vorhin, immer 1/3 feste Maschen, 1/3 halbe Stäbchen, 1/3 Stäbchen und dann wieder umgekehrt, sodass die Höhe des Teils ausgeglichen wird. Und ganz wichtig, immer wieder in Form ziehen. Immer wieder in eine schöne rechteckige Form ziehen. Ein Rechteck erreichen wir natürlich erst, wenn wir wieder 7 Reihen gehäkelt haben, genauso wie hier. Die 8. Reihe ist dann wieder eine Kästchenreihe und bei dieser Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe wieder 7 Reihen in der gleichen Farbe gehäkelt. Jetzt folgt die 8. Musterreihe, das ist wieder eine Kästchenreihe und die beginnt mit 4 Luftmaschen, 3 zählen als Stäbchen, eine für den Abstand. Damit ist die erste Masche besetzt, die nächste lassen wir aus und in jede zweite Masche häkeln wir ein Stäbchen, eine Luftmasche, eine auslassen, ein Stäbchen, eine Luftmasche, eine auslassen und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Willkommen zurück, ich habe die Kästchenreihe gehäkelt und auch hier wieder die Kästchen auseinanderziehen und das ganze Teil in eine rechteckige Form zurechtziehen. Ganz rechteckig wird das nicht. Es soll ja ein Wellenshirt werden und jetzt häkle ich eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Dann ganz wichtig, die Arbeit wenden und jetzt kommt wieder der erste Mustersatz. Ich zeige euch die erste Reihe noch einmal. Wir stechen hier ins erste Stäbchen ein, holen den Faden durch, machen einen einfachen Knoten hinein. Wir stechen in dieselbe Masche noch einmal ein, holen den Faden durch. Und da jetzt feste Maschen kommen, häkeln wir zunächst eine Luftmasche und in dieselbe Masche eine feste Masche. Und dann wieder in jede Lücke eine feste Masche und auf jedes Stäbchen eine. Und das machen wir wieder über 1/3 der Maschen. In dieser Reihe müsst ihr mitzählen, ihr wisst eure Anzahl und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Ich habe meine Anzahl feste Maschen gehäkelt und auch hier ziehen wir die festen Maschen etwas auseinander. Jetzt folgt dieselbe Anzahl halbe Stäbchen, 1 in die Lücke und 1 aufs Stäbchen und wenn ihr eure Anzahl gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe das zweite Drittel halbe Stäbchen gehäkelt und jetzt folgen dieselbe Anzahl Stäbchen und auch hier wieder 1 aufs Stäbchen, 1 in die Lücke, 1 aufs Stäbchen, 1 in die Lücke und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Beim letzten Kästchen ganz wichtig, ein Stäbchen in die Lücke und ein Stäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens aus der Vorreihe, sodass auch hier
ein schönes Kästchen entsteht. Und jetzt häkeln wir immer diese beiden Mustersätze. Sie bestehen immer aus 8 Reihen. Immer nach 8 Reihen machen wir einen Farbwechsel und ich mache insgesamt 8 Streifen, also 4 rote Streifen und 4 helle Streifen. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 8 Mustersätze gehäkelt, 4 rote und 4 helle. Auch die Kästchenreihe habe ich gehäkelt beim letzten Mustersatz. Und jetzt häkeln wir gemeinsam eine Reihe Stäbchen, und zwar nur Stäbchen. Ich beginne mit 3 Luftmaschen und häkle in jede Lücke ein Stäbchen und auf jedes Stäbchen ein Stäbchen, und es muss wieder die Ausgangszahl dabei herauskommen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe eine Reihe Stäbchen gehäkelt, habe darauf geachtet, dass wieder die ursprüngliche Maschenzahl dabei herauskommt. Und jetzt häkeln wir das Teil folgendermaßen zu Ende. Ich häkle immer abwechselnd eine Reihe Kästchen, eine Reihe Stäbchen bis zum gewünschten oder benötigten Maß. Ich werde mit einer Stäbchenreihe enden. Die Maße schreibe ich euch rechts oben in die Ecke, aber es kommt natürlich auch immer ein bisschen auf eure Körpergröße an, wie lang das Shirt werden soll. Wie gesagt, Richtwerte schreibe ich euch hin, und wenn ihr euer Maß erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe mein Teil beendet, und zwar habe ich am Schluss noch eine Luftmasche gemacht, und hier lasse ich immer 1 bis 2 Meter Faden dran. Den können wir für die Schulternaht brauchen. Und im Moment liegt das Teil mit der schönen Seite oben. Ihr erkennt es daran, wenn der Anfangsfaden rechts unten hängt und diese Fäden vom Farbwechsel hängen links. Und ihr erkennt es auch hier an der Anschlagskante. Vorne ist sie glatter als hinten. Hier sind Quermaschen, so ungefähr wie beim Stricken, linke Maschen, und hier sind rechte Maschen sozusagen. Und wir brauchen jetzt ein zweites Teil, und das funktioniert im Prinzip genau gleich. Wir häkeln wieder 4 rote und 4 helle Streifen und dann oben noch die Passe, aber wir müssen das zweite Teil gegengleich häkeln, sodass später dann die Streifen zusammenpassen. Und das bedeutet, bei diesem Teil, das wir gerade gemacht haben, haben wir zuerst die Anschlagsreihe gehäkelt und dann mit festen Maschen begonnen. Und bei diesem Teil müsst ihr es umgekehrt machen. Ihr macht die Anschlagsreihe und beginnt dann mit Stäbchen, dann halbe Stäbchen, dann feste Maschen. Dann wird das Teil genau gegengleich. Das heißt, von der Farbfolge her gleich häkeln, aber beim zweiten Teil mit dem zweiten Mustersatz beginnen und dann den ersten Mustersatz, dann wieder den zweiten, dann wieder den ersten und so weiter, sodass die Teile dann genau zusammenpassen. Und wenn ihr das zweite Teil gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe folgende Vorbereitungen getroffen. Ich habe die Teile so aufeinander gelegt, dass die schöne Seite jeweils innen ist. Wie gesagt,
Das erkennt ihr sehr gut an der Anschlagsreihe. Und ich habe meine Stäbchen gezählt. Bei mir waren es 87 und in das mittlere Stäbchen einen Maschenmarkierer gesetzt. Bei mir ist das 44. Stäbchen. Auf beiden Seiten des Maschenmarkierers müssen gleich viele Stäbchen sein. Die Zahl kann bei euch natürlich anders sein. Dann habe ich vom Maschenmarkierer in beide Richtungen ca. 13 cm hinüber gemessen. Für den Halsausschnitt sollten ca. 27 bis 28 cm offen bleiben. Und jetzt nehmen wir uns den Faden, den wir dran gelassen haben, und ich steche hier ganz am Rand ins äußerste Stäbchen ein, in diesem Fall in die dritte Luftmasche, und hinten ebenfalls durchs äußerste Stäbchen, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche, steche noch einmal durch dieselbe Masche durch beide Teile durch und häkle eine feste Masche. Und jetzt schaue ich, dass ich immer vorne und hinten das gleiche Stäbchen erwische. Also jetzt haben wir zwei schon zusammengehäkelt, vorne und hinten immer durch das gleiche Stäbchen durchstechen und macht die festen Maschen nicht winzig klein, damit die Naht eine gewisse Dehnbarkeit behält. Also immer den Faden etwas heraufziehen und dann abmaschen. Und ich schließe die Naht bis zur Klammer und ich zähle mit, wie viele feste Maschen ich benötige auf dieser Seite und mache dann auf der anderen Seite genau das gleiche. Und ich würde hier auf beiden Seiten den Faden zunächst noch dran lassen, dann eine Anprobe machen und dann schauen, ob ihr beim Ausschnitt noch etwas verändern wollt. Und erst dann die Fäden vernähen und kurz abschneiden. Und wichtig, auch auf der anderen Seite das Teil umdrehen und wieder von außen nach innen arbeiten und gleich viele Stäbchen miteinander verbinden wie auf dieser Seite, damit der Ausschnitt schön in der Mitte ist. Und wenn ihr beide Schulternähte geschlossen habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe beide Schulternähte geschlossen. So sehen sie auf der schönen Seite aus. Und jetzt behäkle ich die beiden Kanten, also ich mache dasselbe dann auf der anderen Seite. Und zwar ganz wichtig, wir schlingen möglichst weit am Rand an, also möglichst nahe an der Anschlagskante, holen den Faden durch, machen einen Knoten hinein und wir häkeln alle Fäden, die vorhanden sind, mit ein. Mit diesen beiden beginnen wir. Ich steche noch einmal ganz am Rand ein, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche und dann eine feste Masche. Und ich häkle hier in jede Einstichstelle, die sich anbietet, eine feste Masche. Bei mir sind es jetzt 7. Ihr müsst schauen, dass es sich nicht wellt, aber auch nicht zusammenzieht.
Nicht zu viele machen, aber auch nicht zu wenige. Bei den Stäbchenreihen ist es einfach, da mache ich immer 2 feste Maschen um jedes Randstäbchen herum. Immer 2. Und das mache ich jetzt bis zur Schulternaht und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Schulternaht angekommen und damit hier kein Loch entsteht, würde ich direkt vor der Naht noch eine feste Masche machen und auch direkt nach der Naht und dann im gewohnten Rhythmus weiter häkeln, immer 2 feste Maschen um die Randstäbchen und bei den festen Maschen habe ich immer 7 feste Maschen gemacht und über alle Fäden drüber häkeln, ein Stück weit und dann die Fäden abschneiden, dann sind die versorgt. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe auf beiden Seiten eine Reihe feste Maschen gehäkelt. Die Seitennähte schließen wir noch nicht. Ich werde im nächsten Schritt einen Ärmel vorbereiten und den zweiten machen wir dann gemeinsam und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe wie besprochen einen Ärmel vorbereitet und eine Seite fertig gemacht, also auch die Nähte geschlossen. Das machen wir natürlich alles gemeinsam auf der anderen Seite. Zur Erklärung, ich habe den Ärmel hier dran gehäkelt, habe ihn dann schmäler werden lassen nach unten hin und das letzte Stück habe ich dann gerade gehäkelt, also ab einer gewissen Breite müsst ihr dann das letzte Stück gerade machen, damit der Ärmel nicht zu schmal wird. Und wie man das alles macht, das zeige ich euch jetzt. Ich habe für meine Größe von der Schulternaht ca. 25 cm in beide Richtungen gemessen. Die Maße für eure Größen schreibe ich euch hin. Und was ganz wichtig ist, ich habe die Maschen gezählt. Ich habe jetzt auf beiden Seiten der Schulternaht zum Beispiel 41 Maschen. Die Zahl kann bei euch anders sein. Wichtig ist, es müssen auf beiden Seiten der Schulternaht gleich viele Maschen sein und es muss eine gerade Maschenzahl über die ganze Breite sein. Und ich habe mir meine entsprechenden Maschen markiert mit Maschenmarkierern und wichtig, merkt euch diese Zahl für den zweiten Ärmel, damit der genau gleich wird. Und ich hole hier den Faden durch, verknote ihn, steche noch einmal in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch, häkle 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen und häkle in jede feste Masche ein Stäbchen. Und zwar befinden wir uns auf der schönen Seite und ich häkle bis zum nächsten Maschenmarkierer und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe meine gerade Anzahl Stäbchen gehäkelt und ich wende die Arbeit und ab jetzt machen wir in jeder Reihe Abnahmen. Bei der Rückreihe mache ich es folgendermaßen, ich beginne mit 3 Luftmaschen, das ist unser Randstäbchen und ich mache in der Rückreihe überkreuzte Stäbchen, immer Zweiergrüppchen und die Abnahme mache ich so.
Ich lasse dieses Stäbchen aus, das nächste lasse ich ebenfalls aus und ins dritte Stäbchen, das kommt, häkle ich ein Stäbchen und dann häkle ich ein Stäbchen in das Stäbchen davor, also überkreuzt, und dieses bleibt frei. Das ist unsere Abnahme. Hier haben wir jetzt in der nächsten Reihe eine Masche weniger. Und dann häkeln wir immer in die nächsten beiden freien Stäbchen. Hier müsst ihr gut aufpassen, nicht aus Versehen in eine Masche häkeln, wo schon ein Stäbchen drin ist. Immer die nächsten beiden Stäbchen. Eins auslassen, ein Stäbchen häkeln und dann ein Stäbchen in die ausgelassene Masche. Eins auslassen, ein Stäbchen häkeln und rückwärts sozusagen in die ausgelassene Masche ebenfalls ein Stäbchen häkeln. Und das machen wir bis zum Ende der Reihe und da machen wir wieder eine Abnahme und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Am Ende muss das so aussehen. Es muss ein normales Stäbchen und das Ersatzstäbchen übrig sein. Das normale Stäbchen lassen wir aus und häkeln noch ein Randstäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Und hier ist es wieder ganz wichtig, dass es wirklich die dritte Luftmasche ist. Nicht weiter unten einstechen, sonst wird der Rand mit der Zeit zu kurz. Und bei der Stäbchenreihe mache ich es so. Auch hier machen wir Abnahmen. Auch hier häkeln wir zunächst 3 Luftmaschen. Das ist unser Randstäbchen und ich häkle über diese ersten beiden Stäbchen hier 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Das heißt, wir holen einen Umschlag, stechen in die erste Masche ein, holen den Faden durch, maschen 2 Fäden ab, holen einen Umschlag, stechen in die nächste Masche ein, hole den Faden durch, Masche 2 Fäden ab. Wir haben 3 Schlaufen auf der Nadel, die maschen wir gemeinsam ab. Das ist dann in der nächsten Reihe nur noch ein Maschenkopf. Dann häkeln wir Stäbchen auf alle vorhandenen Maschenköpfe und am Ende der Reihe machen wir wieder eine Abnahme und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe lauter Stäbchen gehäkelt. Am Ende der Reihe habe ich jetzt noch ein Kreuz übrig und das Ersatzstäbchen aus der Vorreihe. Über das Kreuz häkeln wir 2 zusammen abgemaschte Stäbchen, so wie am Anfang der Reihe. Das ist in der nächsten Reihe nur noch ein Maschenkopf und nicht vergessen, in die dritte Luftmasche noch das Randstäbchen häkeln. Und ich zeige euch beide Reihen ein weiteres Mal. Bei der Reihe mit den überkreuzten Stäbchen machen wir es so. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen, die sind unser Randstäbchen. Dann lassen wir dieses erste Stäbchen aus, diesen ersten Maschenkopf. Wir lassen noch einen aus und in den dritten Maschenkopf häkeln wir ein Stäbchen und dann ein Stäbchen in den Maschenkopf davor. Einer bleibt frei, das ist unsere Abnahme. Dann häkeln wir wieder überkreuzte Stäbchen
bis zum Ende der Reihe und hier wieder aufpassen, dass ihr immer die nächsten 2 freien Stäbchen verwendet. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe muss das so aussehen. Hier haben wir einen Maschenkopf und das Ersatzstäbchen übrig. Diesen Maschenkopf lassen wir aus, das ist unsere Abnahme, und häkeln in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens noch ein Randstäbchen. So haben wir auch hier eine Masche abgenommen und wir wenden wieder und ich zeige euch auch die Stäbchenreihe ein weiteres Mal. Bei der Stäbchenreihe beginne ich mit 3 Luftmaschen und häkle über das erste Kreuz 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Dann häkle ich Stäbchen bis zum anderen Ende und da zeige ich euch noch einmal die Abnahme am Ende der Reihe. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen. Ich habe ein Kreuz übrig und das Ersatzstäbchen. Über dieses Kreuz häkle ich 2 zusammen abgemaschte Stäbchen und dann noch ein Randstäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. So nehmen wir in jeder Reihe 2 Maschen ab, also auf jeder Seite eine Masche, und das machen wir, bis der Ärmel schmal genug ist. Ich schreibe euch Richtwerte oben hin. Bei mir ist das ungefähr bei 39 cm Länge der Fall. Und wenn ich das gehäkelt habe, sehen wir uns wieder und ich ende vorläufig mit einer Stäbchenreihe und dann zeige ich euch, wie man den Ärmel gerade zu Ende häkelt. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Ärmel ist mittlerweile ca. 39 cm lang und hier habe ich jetzt noch ungefähr eine Breite von 21 cm. Die anderen Maße habe ich euch hingeschrieben und jetzt häkle ich das letzte Stück gerade hinunter. Die endgültige Länge findet ihr am besten heraus, wenn ihr hineinschlüpft und anprobiert. Bei mir wird es ca. 47 cm sein. Und ich häkle 3 Luftmaschen und jetzt machen wir keine Abnahmen mehr. Das heißt, wir behäkeln gleich die ersten beiden Stäbchen mit überkreuzten Stäbchen. Wir lassen also keine Masche mehr aus und häkeln lauter Zweiergruppen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wenn ich jetzt hier das letzte Kreuz häkle, bleibt nur noch das Ersatzstäbchen übrig. Da häkeln wir noch das Randstäbchen hinein. Das ist wichtig. Wir haben am Anfang ein Randstäbchen und am Ende genau wie bisher auch. Und bei der Stäbchenreihe ist es ganz einfach. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen und häkeln auf jeden Maschenkopf, der kommt, ein Stäbchen drauf. Und auch hier am Ende der Reihe nicht vergessen, auch in das Ersatzstäbchen noch ein Randstäbchen häkeln. Und diese beiden Reihen wiederholen wir, bis der Ärmel die gewünschte Länge erreicht hat, und lasst den Faden dran. Damit können wir gleich die Ärmelnaht schließen. Bis dann.
Willkommen zurück. Ich habe meine gewünschte Ärmellänge erreicht. Ich habe den Ärmel so zusammengelegt, dass die schöne Seite innen ist. Das erkennt ihr hier an der Schulternaht. Und jetzt schließe ich die Ärmelnaht mit dem Faden, den wir dran gelassen haben. Ich steche hier ins Ersatzstäbchen in die dritte Luftmasche ein, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche und häkle um die Randstäbchen herum jeweils 2 feste Maschen. Und ich schließe die Naht nur bis unter dem Arm, nicht in einem durch. Ich erkläre euch nachher warum. Und wenn ich unter dem Arm angekommen bin, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich schließe die Naht bis ganz unter dem Arm, also hier, wo diese erste Reihe ist, häkle ich auch noch eine feste Masche. Da, wo die beiden Teile zusammenkommen, häkle eine Luftmasche und beende hier die Naht, und ich schließe die Seitennaht von unten nach oben, weil es könnte sein, dass wir hier nicht genau gleich viele Maschen haben bei diesen festen Maschen. Und falls es hier um eine Masche nicht stimmt, würde dann beim Rand ein kleines Absätzlein entstehen, und drum machen wir die Naht von unten nach oben, damit diese beiden Teile hier ganz genau zusammenstimmen. Wenn es oben unter dem Arm um eine Masche nicht stimmt, sieht man das nicht, aber hier sieht man es. Und ich hole den Faden durch, mache einen Knoten hinein. Diese beiden Fäden können wir gleich mit einhäkeln. Ich steche noch einmal durch die beiden Maschen durch, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche und dann noch einmal durch dieselben Maschen, hole den Faden durch und häkle eine feste Masche und schließe dann Masche für Masche die Naht wieder bis unter dem Arm. Und wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr das Shirt nur noch waschen und in Form ziehen und liegend trocknen lassen, und dann ist es fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, hoffe ihr habt viel Freude beim Häkeln dieses welligen Damenshirts, und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Eure Karin aus dem Ländle.